Also früher war das schon mal so ein Ziel von mir, möglichst nah an perfekt ranzukommen. Ich meine, irgendwo muss man Abstriche machen. Das versteht man aber auch noch, wenn man schon mal an dem Punkt war, wo wirklich nicht mehr viel geht. BODs wäre gerade das, was einfach unmöglich ist. Perfekte BOD-Rolls wäre hauptsächlich auch gar nicht unmöglich, weil es so viel kostet, sondern es wäre wirklich einfach die Zeit. Es würde dich wahrscheinlich tausende Stunden kosten. Das Geld wäre da wahrscheinlich nicht mal das Hindernis. Also ab einem gewissen Punkt vielleicht schon, weil irgendwann gäbe es einfach keine BODs mehr, die du noch kaufen könntest. Du würdest dann irgendwann wirklich alle BODs vom gesamten Server konsumieren wahrscheinlich. Also auf Borodeng, auf dem FEC nicht. Aber auf Borodeng würdest du wahrscheinlich dann einfach den Preis eigenhändig verdoppeln oder so, wenn du so viele nachfragen würdest. Das wäre sowas, wo man einfach sagen würde, ja, das ergibt einfach keinen Sinn. Da würde man warten, bis das BOD-System überarbeitet wird, was ja in Aussicht steht aktuell, dass das überarbeitet wird. Und würde dann darauf warten, dass das nicht mehr so geisteskrank viel Zeit kostet. Dann wäre es schon möglich. Aber das wäre aktuell, glaube ich, das, was am unmöglichsten ist. Perfekte BOD-Rolls. Also zumindest für Crit Damage. Aber eigentlich für fast alle Werte. Außer vielleicht Geschwindigkeit. Cast Time willst du gar nicht, weil 6% Cast Time auf jedem CS hat, ist viel zu viel, das brauchst du gar nicht. Geschwindigkeit, wenn es dein Ziel wäre, das wäre schon eher möglich, aber bei den meisten geht es eher um Crit Damage. Davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Und noch ein Grund, was einen halt immer auch so ein bisschen abhält, ist halt... Also, keine Ahnung, perfektes Equipment, da reden wir jetzt von 100 Milliarden Penya. Also wirklich sehr, sehr viel Geld. Tausende Euros. Oder auch mehr. Und das Problem ist halt auch immer... Also nicht nur, ja, grundsätzlich lohnt sich das, sondern halt auch einfach dieses, naja, bei Flive PC war es halt immer so, ja, man weiß gar nicht, kommt überhaupt noch ein Update so? Es gab ein paar Jahre bei Flive PC, da war nicht klar, ob jemals wieder ein Update kommt und dann kam halt doch wieder eins. Aber da hattest du quasi teilweise mehr als ein Jahr Zeit, teilweise Jahre Zeit, um dein Equipment auf perfekten Stand zu bringen, so ungefähr. Da hatte man schon Bock drauf. Aber jetzt bei Flive Universe, wo du weißt, jedes Jahr kommt ein Update. Und sobald ein Update kommt, neuer Schmuck, neue Waffen, irgendwas, dann ist deine ganze harte Arbeit, die du reingesteckt hast, verpufft einfach und du verlierst bis zu 90% deines Geldes. Also wenn du sofort verkaufst, sobald ein Update angekündigt wird oder sobald was Besseres angekündigt wird als das, was du bereits hast, dann natürlich nicht. Dann sind es 10, 20, 30%. Kommt drauf an. Und loskriegen wirst du es auch immer. Aber definitiv mit einem Verlust. Es sei denn, du hast irgendwas geupgradet, was aus irgendeinem Grund im Preis gestiegen ist und du hast dann Glück gehabt, dass du ausgerechnet das hattest, was dann tatsächlich mehr wert geworden ist. Das kann theoretisch auch passieren. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass in der Regel verlierst du eher Geld. Und dann musst du halt eigentlich alles nochmal machen, weil dann brauchst du halt erstmal das neue Item und dann musst du alles wieder machen. Und ja, wenn du einmal an dem Punkt bist, wo du so viel Geld verdienst oder hast, dann wird es natürlich trotzdem immer leichter, theoretisch. Aber man muss halt immer wieder von vorne anfangen. Also, jetzt nicht komplett von vorne, aber vieles ändert sich halt immer wieder, kommt neu dazu und das ist halt das, was mich immer davon abgehalten hat, wirklich all in zu gehen. Wenn du weißt, naja, nächstes Update und dann gibt es wieder was Neues und dann bist du wieder da, wo du angefangen hast. Das fand ich immer blöd. Bei Flive PC war das besser. Also selbst wenn ein Update kam, kam auch nicht zwingend neues Equipment. Also Ancient-Waffen in Flive PC, die waren... Na gut, okay, kommt drauf an, wie du Baruna-Waffen bewertest, weil Baruna-Waffen haben eigentlich nur Blades benutzt, alle anderen haben es nicht benutzt. Aber ja, Flive PC war da wirklich ganz anders. Also da waren Ancient-Waffen, waren jahrelang das Nonplusultra. Da hattest du wirklich Jahre, also nicht nur ein Jahr, sondern wirklich, wie gesagt, also eigentlich so von 2012 bis 2016, vorausgesetzt du hast kein Blade gespielt, und selbst wenn du Blade gespielt hast und du hattest eine Baruna-Waffe,
Du hattest mehrere Jahre Zeit. 2012 bis 2016 war Update-Pause. 4 Jahre lang konntest du einfach dein Equip verfeinern. Wusste man natürlich nicht, ne? Wusste man nicht, dass das nächste Update erst 2016 kommt. Rückblickend kann man das natürlich sagen, ja, du hattest 4 Jahre Zeit, warum hast du das nicht gemacht, so ungefähr. Da war das schon eher realistisch. Wie gesagt, mit dem Wissen von heute, damals wusste man das ja natürlich nicht sicher, dass da so lange Pause ist. Aber ja. Da hattest du auf jeden Fall mehr Zeit. Weil die Updates auch nicht in so festen Rhythmen kamen. Entweder es kam halt eins oder es kam halt keins. Da bist du mehr mit dem Flow gegangen. Und oft kamen auch Updates, wo eigentlich nicht wirklich das Equipment dann ersetzt wurde. Wie Baruna zum Beispiel hat Ancient nicht wirklich abgelöst. Nur so halb. Vor allem bei Blade. Aber halt auch nicht komplett. Ancient X war weiterhin das beliebteste Item eigentlich im Spiel. Oder das Item im Spiel, was immer jeder haben wollte und droppen wollte. Da hat sich dann eigentlich auch wenig dran geändert eigentlich. Selbst als Baruna kam. Wobei das Baruna-System am Anfang halt einfach Ass war. Aber, naja, der Grund ist ja egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf perfektes Equipment zu geiern ist einfach, es ist eine Liebhaberei. Du wirst definitiv Geld verlieren. Du investierst Geld in Dinge, die sich höchstwahrscheinlich eigentlich nicht wirklich lohnen. Alles wird zwangsläufig eher weniger wert als mehr, es sei denn, wie gesagt, du hast die glückliche Situation, dass du genau das Item upgradest, was aus irgendeinem Grund an dem Preis gestiegen ist. Meistens nicht der Fall. Meistens wird Equipment immer günstiger und nicht teurer. Das ist halt wirklich etwas für Leute, die einfach gar nicht mehr wissen, was sie noch tun sollen. Hunderte Milliarden Penny auf dem Konto haben und einfach das halt wirklich wollen. Für den durchschnittlichen Spieler ist das nicht nur unerreichbar, selbst wenn er es erreichen könnte, wäre es einfach echt saumäßig dämlich. Man kommt schon in High-End Gear, um alles easy zu laufen. Yeah. Wir reden jetzt ja gerade von perfekt. Equipment, um alles machen zu können, das ist easy. Das muss nicht mal ansatzweise perfekt sein. Nicht mal im entferntesten. Das ist easy. Da gibt es halt natürlich Unterschiede bei den Klassen. Manche sind halt günstiger, manche sind teurer. Aus verschiedensten Gründen. Vor allem Beliebtheit ist natürlich einer der Hauptgründe. Wie beliebt ist eine Klasse? Der Hauptgrund, warum teuer oder günstig. Aber